Hallo ihr Lieben, heute machen wir einen Tortenboden mit gemahlenen Mandeln. Hierfür nutze ich gerne den sogenannten Wunderkuchen, einfach weil er sehr wandelbar und gelingsicher ist. Und dafür brauchen wir 6 Eier Größe M, 230 Gramm Rapsöl, 300 Gramm Milch, 16 Gramm Vanillezucker und ich nehme noch 2 Teelöffel Bittermandelaroma, eine Prise Salz, 21 Gramm Backpulver und 50 Gramm Speisestärke, dazu noch 100 Gramm gemahlene Mandeln und 40 Gramm heißes oder gekochtes Wasser, 280 Gramm Zucker und 450 Gramm Mehl. Zuerst siebe ich die 3 trockenen Zutaten in eine Schüssel, das Mehl, Speisestärke und Backpulver und alles wird kurz vermischt. Da meine Rührschüssel materialbedingt kalt ist, habe ich sie kurz mit heißem Wasser ausgewaschen. Nun gebe ich die zimmerwarmen Eier, das Salz, Vanillezucker, Zucker und das heiße Wasser hinein. Alles wird dann auf höchster Stufe ca. 10 Minuten lang aufgeschlagen. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, freue ich mich über dein kostenloses Abonnement. Und sobald eine helle, cremige Konsistenz entstanden ist, gebe ich das Bittermandelaroma hinzu. Jetzt habe ich meine Maschine auf die niedrigste Stufe eingestellt und gieße jetzt die zimmerwarme Milch langsam hinein. Und danach mache ich dasselbe mit dem Öl. Diesen Boden nennt man Wunderkuchen, weil man die Milch durch eine beliebige andere Flüssigkeit ersetzen kann, zum Beispiel durch Saft, Kaffee, Sprudel, Limonade, Buttermilch und so weiter. Nun gebe ich weiterhin auf niedriger Stufe das Mehl löffelweise hinzu. Jetzt hebe ich die Mandeln auf 3 Mal mit dem Teigschaber unter. Und hier könnt ihr die Luftbläschen sehen. Bei meiner Springform mit 26 cm habe ich den Boden mit Backpapier ausgelegt und gebe dann den Teig hinein. Ich backe im vorgeheizten Ofen bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für 70 Minuten. Macht auf jeden Fall die Stäbchenprobe, denn jeder Ofen backt bekanntlich anders. Ein kleiner Hügel lässt sich meist nicht vermeiden, aber ich freue mich immer darauf, den schneide ich nämlich später als kleine Nascherei weg. Ich lasse den Kuchen 5 Minuten in der Form abkühlen und löse ihn dann heraus. Damit meine Oberfläche etwas gerader wird, drehe ich den Kuchen noch warm auf den Kopf und lasse ihn auf einem Stück Backpapier auskühlen. Sobald er ausgekühlt ist, kommt er über Nacht in den Kühlschrank und am nächsten Tag lässt er sich nämlich einfacher in 3 Teile schneiden. Vielen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abonnement. Bis zum nächsten Video.